Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht's weiter und zwar erwartet ihr jetzt höchstwahrscheinlich die Concurrency bzw. die Multithreading Patterns. Das Problem ist, dass das nicht wirklich Patterns sind in dem Sinne, sondern es sind einfach, mehr oder weniger Arten und Weisen, wie man das Ganze machen kann, und da ist man auch sehr stark von seiner jeweiligen Programmiersprache abhängig. Und deswegen habe ich das Ganze ausgelagert in die Programmieren-Lernen-Playliste, weil das dort viel, viel besser aufgehoben ist, wenn man da irgendwie Code in der Hand haben möchte, damit man versteht, was gemeint ist. Deswegen findet ihr alles, was mit Nebenläufigkeiten, Multithreading, mehrere Prozesse und so weiter und so fort, findet ihr in der Software, nicht in der Software Engineering, sondern in der Programmieren-Lernen-Playliste. Das heißt, bitte dort mal nachgucken. Was wir jetzt heute machen wollen, sind die sogenannten GRASP-Patterns. GRASP steht für General Responsibility Assignment Software Patterns. Furchtbarer Name, deswegen hat man es abgekürzt. Und darunter fallen einfach mehrere Mini-Patterns, nenne ich es jetzt einfach mal. Es sind eigentlich keine richtigen Pattern in dem Sinne, dass man ein UML-Diagramm oder sowas braucht, sondern es sind mehr oder weniger, die meisten davon sind Richtlinien und sind so einfach, dass ich die meisten in ein paar Worten zusammenfassen kann. Was ich jetzt auch tatsächlich mal mit ein paar machen werde. Ein paar werden wir allerdings, also die schwereren davon, werden wir auch noch woanders wieder behandeln, also in einem separaten Video. Okay, wir fangen einfach mal direkt an. Und ja, das erste Pattern ist der sogenannte Information Expert. Der Information Expert besagt, dass eine Klasse, die selbst irgendeine Verantwortung hat, also eine Klasse hat ja immer eine Verantwortung, irgendwas, was sie machen muss, und diese Verantwortung soll sie auch in der Lage sein, wahrzunehmen mit den Informationen, die sie besitzt. So, mega abstrakt das Ganze. Ich mache das Ganze mal an einem Beispiel. Und zwar, wir haben hier einen Kreis, eine Klasse Kreis. So, die hat eine Funktion oder eine Methode, berechne Fläche. Und jetzt wäre Information Expert, die Klasse Kreis, besitzt auch die Informationen, um diese Fläche berechnen zu können. Ihr wisst, dafür braucht man normalerweise nur den Radius und den hat die Klasse hier. Das heißt, das Information Expert Pattern ist erfüllt. Was wäre gegen das Information Expert Pattern? Naja, stellt euch die berechne Fläche Methode vor, die aber immer noch zusätzlich einen Radius als Parameter mitgeliefert bekommen muss von außen. Das heißt, irgendjemand anders muss plötzlich wissen, was für einen Radius dieser Kreis hat. Das wiederum wäre nicht Information Expert, weil der Kreis muss selber wissen, wie groß er ist. Der muss nicht von außen noch die Informationen jedes Mal aufs Neue bekommen, wie groß er ist, sondern der muss sich das selber merken. Das ist tatsächlich alles, was darunter fällt. Eigentlich super simpel, aber man hat es halt mal in Worte gefasst, nennt sich Information Expert. Und hat außerdem einen sehr fancy Namen, das heißt, man kann irgendwie auch noch damit ein bisschen angeben. Okay, gut, machen wir weiter. Das Creator Pattern. Das Creator Pattern ist ähnlich sinnfrei, sage ich jetzt mal, wie der Information Expert. Nein, es ist nicht sinnfrei, aber es ist sehr simpel auch. Und zwar, wer soll eine Klasse erzeugen? Das heißt zum Beispiel in unserem Fall, wer soll den Kreis erzeugen? So, und jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Im Endeffekt beschränkt sich darauf, dass die Klasse, die eine andere Klasse erzeugt, also sagen wir mal ein Client, der sich Kreise erzeugt, der muss entweder sich Kreise halten oder er muss Kreise erfassen, was sehr abstrakt ist, also zum Beispiel jetzt in einer Factory oder sowas, oder er soll mit sehr starker Kopplung an den Kreis gebunden sein, das heißt zum Beispiel irgendein Geometry Object oder sowas. Oder es soll einfach nur die Initialisierungsdaten für die Klasse Kreis haben, das heißt in unserem Fall zum Beispiel den Radius. Das ist eigentlich alles, das besagt eigentlich bloß jeder, der die Informationen hat, das heißt man soll halt nicht einen Kreis über 5 Ecken sich zusammenbauen, sondern man soll möglichst den Kreis dort erstellen, wo es sinnvoll ist und dann halt mit dem Kreis arbeiten, also den Kreis als Return-Wert und den Kreis als Parameter oder sowas. Und man soll nicht durch 50 Klassen durch sozusagen den Kreis erstellen und ihn hin und her reichen. Das ist alles, was das Creator Pattern besagt. Sehr simpel eigentlich auch wieder und deswegen, ja, hier kurz zusammengefasst. Das Controller Pattern. Da muss ich gar nichts mehr dazu sagen, das hatten wir schon, das ist nämlich der Controller aus dem Model View Controller und das ist tatsächlich in den Grasp Patterns, warum auch immer, nochmal separat enthalten. Ich möchte euch hier eine vollständige Übersicht geben und nicht irgendwie Teile auslassen. Deswegen, wenn ihr mehr zum Controller Pattern erfahren wollt, schaut euch am besten das Model View Controller an, das Video dazu. Dort wird eigentlich alles zum Controller gesagt. So, dann Low Coupling und High Cohesion, die beiden hängen immer zusammen. Ha, Witz. Okay, Achtung, der kam flach. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, und zwar Low Coupling bedeutet geringe Kopplung. Das bedeutet, man hat, wenn mehrere Module zusammenarbeiten,
oder generell auch wenn Klassen zusammenarbeiten, sollen die möglichst wenig abhängig sein von einer anderen Klasse, also so wenig eigentlich wie möglich. Dadurch kann man sie leichter anpassen, man versteht alles besser, weil man nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel Klasse Kreis und einen Geometry Manager hat, dann muss man, um den Geometry Manager zu verstehen, muss man nicht noch die Klasse Kreis komplett gelesen haben und auch verstanden haben. Das ist so ein bisschen der Sinn hinter Low Coupling. Man kann es natürlich auch gut testen und besser wiederverwenden. Wohingegen High Cohesion, das heißt auf Deutsch hohe Kohäsion, also hoher Zusammenhalt, ist innerhalb einer Klasse gemeint. Das bedeutet, man soll innerhalb einer Klasse sehr starken Zusammenhalt haben. Und die Methoden sollen eng miteinander, oder auch die Methoden und Attribute sollen eng miteinander zusammenarbeiten. Wer hätte es gedacht, sozusagen. So, hatten wir aber auch schon ein paar Mal. Nächstes wäre Polymorphismus. Das ist tatsächlich, naja, eigentlich kein Pattern in dem Sinne. Soll aber so ein bisschen auf das Strategy-Pattern zurückführen, was ich hier auch schon sehr ausführlich behandelt habe. Deswegen kommt übrigens Grasp so ein bisschen relativ spät, weil wir die ganzen Patterns eigentlich jetzt auch schon relativ viel behandelt haben. Also das heißt, hier einfach mal das Strategy-Pattern angucken. Deswegen soll man Polymorphismus benutzen, also Polymorphismus bezeichnet Vererbung. Soll man deswegen benutzen und ja, man soll halt möglichst dadurch irgendwelche Fallunterscheidungen vermeiden, sondern einfach nur durch den Polymorphismus automatisch die richtige Methode aufrufen. So, die Pure Fabrication. Pure Fabrication heißt so viel wie reine Erfindung und das ist eine Klasse, die nicht existiert wegen einem gewissen Problem. Das heißt, die hat keine Verantwortung in dem Sinne, sondern sie ist einfach nur dazu da, um etwas zur Verfügung zu stellen, für das sie eigentlich gar kein Experte ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Utility. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Klasse namens util.java oder sowas und dort ist halt solche Sachen drin, findet man einfach sowas wie Wurzel ziehen, multiplizieren. Gut, okay, multiplizieren kann die Sprache selber, aber ja, die Math-Klasse ist eigentlich das perfekte Beispiel dazu. Einfach irgendwelche Utility-Sachen, die man halt static aufrufen kann, für die man aber die Informationen jeweils beim Aufruf mitgeben muss. Da braucht man keine Klassen dafür erstellen, zum Beispiel ein Math-Object oder sowas, in dem man dann erst noch 2 Zahlen reinbringen muss und dann kann man hier zum Beispiel potenzieren oder sowas. Nein, das muss man nicht machen, sondern man ruft einfach die math.pow-Funktion, die einfach static ist, auf und packt dort dann eben die beiden Parameter rein in eine Methode und für diese Methode ist unsere Pure Fabrication, in dem Fall einfach math, nicht der Experte, sondern sie braucht alle Informationen als Parameter. Im Endeffekt bezeichnet es wirklich einfach nur Static-Klassen. Das heißt, das ist auch erlaubt, offensichtlich ist es sogar ein richtiges Pattern. So, dann die Indirection. Indirection bezeichnet einen Umweg. Umweg in dem Sinne, dass man hat nicht direkt den Zugriff. Das heißt, ich sage nicht hier von meinem Client direkt, ich erstelle einen Kreis, sondern ich habe direkt vom Client einen Geometry Manager und dem sage ich, pack einen Kreis an diese und diese Stelle und der Kreis muss sich im Endeffekt muss dort erstellt werden. Also sozusagen ein bisschen, das Adapter-Pattern fällt auf jeden Fall darunter, solche Dinge halt, dass man nicht alles direkt einfach aufruft, sondern an die Klassen auslagert, die einfach dann nur einen weiteren Call machen, also im Endeffekt ist es wirklich ein Umweg, aber man lagert sozusagen die Verantwortlichkeiten jeweils dorthin aus, wo es Sinn macht. Mehr ist es tatsächlich auch nicht. Und das letzte ist Protected Variations, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen und damit haben wir tatsächlich alle in diesem Video gecovert, weil wir eigentlich schon voll viel vorher wussten, aber ja. Gut, Protected Variations ist bezeichnet einfach das Information Hiding Prinzip. Das bedeutet, man hat tatsächlich nur sehr abstrakte Schnittstellen und hält sich dann Objekte, zum Beispiel Interfaces sind ein super Beispiel. Man hält sich jetzt ein Objekt vom Typ Interface oder halt. Ich bin hier gerade nochmal kurz zurückgegangen. Für Protected Variations ist es doch einfacher zu erklären, wenn man so ein Bildchen hat. Und zwar hier Strategy zum Beispiel. Der Client hier hat einfach nur ein Typ Interface bei sich gespeichert. Ein Typ Strategy, bei sich gespeichert und ruft dort einfach diese Funktion hier auf. Welches genau das jetzt ist, ob das ein Algo 1 ist oder ob es ein Algo 2 ist, das weiß der Client nicht. Und das ist im Endeffekt Protected Variations. Das heißt, er hält sich einfach nur Strategy und was genau jetzt Strategy ist, ob es ein Algo 1 oder Algo 2, das bleibt dem jeweiligen Client, der den Client initialisiert, wiederum vorbehalten.
Ja, und das war es eigentlich auch tatsächlich schon. Das ist so eine Zusammenfassung gewesen über unsere Grasp-Patterns, die wir eigentlich auch schon alle kennen, die irgendwie selbstverständlich sind, aber trotzdem hat man sie sich halt nochmal richtig aufgeschrieben und gesagt, so, und das sind jetzt unsere Grundlagen und an denen orientieren wir uns. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.